Hallo Leute, ich möchte heute folgende Bruchzahl und Gemischenzahl vereinfachen. Wir haben hier zwei Gemischenzahl, 1 mal 3 Viertel plus 5 mal 1 Drittel. Da wir Gemischenzahl haben, möchte ich erstmal diese Gemischenzahl auflösen. Aus der 1 bekomme ich 1 mal mein Nenner 4 durch mein Nenner 4 plus die Bruchzahl 3 Viertel plus aus der Gemischzahl 5 erhalte ich 5 mal mein Nenner 3 durch 3 und das plus die Bruchzahl 1 Drittel. In den ersten beiden Brüche ist der Nenner gleich, also 4. Deswegen kann ich, um die beiden Brüche zu addieren, das 4 behalten und nur der Zähler miteinander addieren. Deswegen bekomme ich 4 plus aus dem Plus und 3. Dann mache ich Plus, dann habe ich 3 aus dem, dann haben die beiden Brüche hier den gleichen Nenner. Daher behalte ich nochmal für die Addition den Nenner 3 und addiere ich nur die Zähler. Das wäre dann 15 plus 1. Dann kann ich den Zähler jeder Brüche addieren. Dann bekomme ich an der Stelle 4 plus 3 ist 7. Viertel plus 15 plus 1 ist 16 Drittel. Um die beiden Brüche addieren zu können, kann ich eine Methode anwenden. Und zwar, ich versuche die beiden Brüche auf den gleichen Nenner zu bringen. Um das zu erzielen, muss ich wissen, welche Zahl die Ziffern 4 und 3 als gemeinsame Zahlen haben. Mir fällt sofort ein, dass die beiden Ziffern die Zahl 12 als gemeinsame Zahlen haben, weil 4 mal 3 ist genau gleich 12 und 3 mal 4 ist genau gleich 12. Um genau diese 12 auf den Nenner zu bekommen, muss ich bei den ersten Bruch den Nenner und den Zähler mal 3 multiplizieren und bei dem zweiten Bruch den Zähler und den Nenner mal 4 multiplizieren. Damit bekomme ich 3 mal 7, 21, durch 3 mal 4, das ist 12, plus 4 mal 16, das ist 64, und 3 mal 4 nochmal 12. Und dann habe ich die beiden Brüche mit dem gleichen Nenner. Jetzt meine zwei Brüche haben den gleichen Nenner, dann ist es für mich einfacher, die beiden Brüche miteinander zu addieren. Und zwar bei der Addition von zwei Brüchen, wenn die beiden Brüche den gleichen Nenner haben, dann können wir den Nenner behalten und nur den Zähler miteinander addieren. Deswegen schreibe ich hier durch 12. Ich behalte erstmal den gemeinsamen Nenner und dann addiere ich den Zähler. Dann bekomme ich 64 plus 21, das ist dann 85 Zwölfte. Können die beiden Zahlen durch eine gemeinsame Zahl geteilt werden? Ich glaube nicht. 85 könnte durch 5 geteilt werden, aber 12 könnte nicht durch 5 geteilt werden. 12 könnte durch 2 geteilt werden, aber 85 ergibt keine rationale Zahl. Damit ist mein Ergebnis 85 Zwölfte. Wenn das Video euch gefallen hat, abonniert euch den Kanal, lasst einen Kommentar
Und ich sage euch Tschüss, bis zum nächsten Mal bei meinem Study-IND, dann Tor zur Welt der Ingenieurwissenschaften. Ciao.